Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave. Nach so einer langen Zeit. Und da darf natürlich der gute alte Kaito Akai auch nicht fehlen. Heute dreht sich das Video um 6 Detektiv Conan Referenzen bzw. Anspielungen. Und ja, ich würde dann einfach mal sagen: Let's go, let's get it! That's it, Brian? Yes. Konnichiwa Leute, was geht ab? Ich bin's Kaito Akai. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu meiner ersten Detektiv Conan Anspielung in Gintama, um genau zu sein in der Episode 295. Saito und Gin hatten einen Plan gehabt. Saito war das ausführende Organ, auf seiner Brust wurde ein Lautsprecher platziert, er musste dann nur noch Mimik und Gestik nachahmen. Währenddessen hat Gin in der gleichen Zeit in sicherer Entfernung gewartet und musste lediglich das, was er sagen wollte, ins Mikrofon einsprechen, und so wäre das bei Saitos Lautsprecher rausgekommen. Das Problem ist, er hat sich mit seinen Freunden unterhalten und das Mikrofon war die ganze Zeit an. Sie haben sich über Detektiv Conan lustig gemacht, über Conan Edogawa, und dann hat Saito zu guter Letzt gesagt: Wenn Conan damit durchkommt, kommen wir damit auch durch. So, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Grandiosen, denn wie wir wissen, ist es ja bei Detektiv Conan genauso. Conan betäubt einen, platziert dann meistens einen Lautsprecher an dieser Person, verkrümelt sich dann irgendwo in der Umgebung, meistens unter einem Tisch oder sonst wo, stimmt dann die Stimme mit dem Stimmtranspose ein und spricht dann einfach nur aus sicherer Entfernung, und alle denken, dass der Betäubte sprechen würde, obwohl nie einer die Stimme wirklich gehört hat und der Mund sich nicht bewegt. Die nächste Anspielung finden wir im Anime Yonde Masuyo Asase-san Seto in Episode 7. Schon allein die gesamte Episode hat so einen Detektiv Conan Flair und wirkt so, als hätte man mehrere Folgen von Detektiv Conan genommen und in eins komprimiert, aber auf einer lustigen Art und Weise, denn die Anime-Serie ist halt einfach eine Komödie, ja. In der Folge geht es um einen Typen, der ermordet wird. Ja, das war quasi schon die Story an sich. Wenn die das anders interpretieren, dann lassen sie das. Das Lustige ist aber einfach, dass es da eine alte Frau gibt, die Edogawa Ranko heißt. Das ist schon die erste Anspielung in Detektiv Conan. Und die glaubt halt, dass der Mord ein Fluch war und so weiter und so fort. Neben der alten Dame ist da noch das Komiker-Duo Hajime und Shinichi. Und dieser Shinichi stellt hier bei Conan dar, wenn man das überhaupt so sagen kann, weil das so hart parodiert ist, dass man Conan schon fast gar nicht mehr erkennen kann. Auf jeden Fall fand ich die Folge schon ziemlich lustig. Vor allen Dingen gab es da eine Szene, bei denen die Verdächtigen befragt wurden, was sie zur Tatzeit gemacht haben. Die erste Person antwortete damit, dass er am Fetten war. Und die zweite Person war einfach am Scheißen, Leute. Die Szene war so hart lustig, ey. Ich war richtig am Abkacken. War schon echt nice. Nein, doch. Die nächste Anspielung haben wir in der Anime-Serie Sonic X in der Episode 39. Das erste, was wir sehen, ein Gebäude, wo drauf steht Detektivbüro. Schon merkwürdig, aber noch keine Anspielung. Dann sind wir aber im Detektivbüro, und was sehen wir dort? Nämlich Vector the Crocodile, wie er sich umdreht, und was hat er dann auf? Genau, eine Brille, genauso wie Conan Edogawa, und man sieht sogar noch diese Haarsträhne, die bei Conan immer absteht, so eine Art Wirbel, und dann macht er einen auf Conan Edogawa. So extrem lustig, unbedingt ein Muss sich jeder angucken, feiere ich abnormal. Im Anime Nisei Monogatari in der 6. Episode erhält Detektiv Conan wieder eine kurze Parodie, und zwar sind dort Mayoi Hachikoji und Koyomi Araragi in einer philosophischen Debatte, bei der es ums Erwachsenwerden und Kindsein geht. Ein sehr cooles Thema, wie ich finde. Als er dann Hachikoji nach ihrer Meinung zu diesem Thema fragt, antwortet sie mit dem Satz: Der Körper eines Kindes und der Verstand eines Erwachsenen, und trägt dabei noch eine Brille. Und woher kennen wir diesen Spruch? Natürlich aus unserem geliebten Anime Detektiv Conan. Ja, war schon eine sehr nice Parodie. Die nächste Detektiv Conan Anspielung haben wir wieder mal in Gintama in der Episode 88. Diesmal nicht im tatsächlichen Sinne, sondern mehr im melodischen Sinne. Wir sehen so eine Art Zusammenschnitt, und dieser Zusammenschnitt ist musikalisch unterlegt, und wenn man genau hinhört, hört man eine gewisse Ähnlichkeit zu einem Detektiv Conan Musikstück. Und da können wir doch eigentlich so eine Rätsel draus machen. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Musik hören wir dort, würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Die letzte Anspielung findet statt im Anime Super Sonico in der 8. Folge
Folge, bei dem es sich wieder um einen Mord in Anführungsstrichen handelt. Es handelt sich hierbei eher nur um ein Verbrechen, aber wird so dargestellt, als wäre ein Mord geschehen. Ena-chan, die kleine Schwester von Sujo Fujimi, versucht diesen Fall aufzuklären und gekleidet wie Sherlock Holmes, aber mit einer roten Fliege, bringt sie irgendwann den Satz, es gibt nur eine Wahrheit und ich finde sie, wie es unser Conan so schön immer macht. Hinzu kommt später noch die Einblendung von der Tür, die sich schließt, wie bei Detective Conan, wenn man ungefähr die Hälfte der Folge erreicht hat. Hab jetzt zwar vergessen, wie man das nennt, aber ihr wisst sicher, was ich meine. Und damit sind wir wieder am Ende angelangt, meine Freunde. Ich bedanke mich dafür, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Ich bedanke mich auch bei Kaito Akai, dass er meine Einladung angenommen hat und wieder ein Video mit mir gestartet hat. Sorry nochmal dafür, dass es so lange gedauert hat, bis das Video online kam. Und auch euch, meine Freunde, ich danke euch, dass ihr so lange gewartet habt, bis ein neues Video kommt. Ich war einfach im Stress. Von der Uni her und von der Arbeit her etc. Und ja, ich bedanke mich nochmals. Bis zum nächsten Video. Und da bleibt mir nur noch eins zu sagen, meine Freunde. Arigatou gozaimasu. Ciao. 삐끗이고 down, yeah, 삐끗이고 down, yeah. 영수증을 챙겨줘 우리 추억을 위해. 삐끗이고 down, yeah, 삐끗이고 down, yeah. 영수증은 벌줘 마지막 존심을 위해. 삐끗이고 down, yeah, 삐끗이고 down, yeah. 영수증을 챙겨줘 우리 추억을 위해. 삐끗이고 down, yeah, 삐끗이고 down.